herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Kosmetiktäschchen näht. Weitere Nähanleitungen findet ihr in der Videobeschreibung. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist natürlich eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, eine Stoffschere, Clips zum Fixieren, dann 2 Baumwollstoffe eurer Wahl. Ich habe hier eine Länge von ca. 35 cm gewählt und eine Breite von 20 cm. Das könnt ihr aber individuell anpassen. Und dann benötigt ihr noch Flieseline H250 zum Verstärken. Ja, zunächst wird die Flieseline mit der klebrigen Seite auf die linke Seite des Außenstoffs gebügelt. Nachdem die Flieseline aufgebügelt worden ist, können wir nun beide Teile rechts auf rechts zusammenlegen und mit Stoffklemmen fixieren, damit dann später beim Nähen nichts verrutscht. Genau, beim Zusammennähen ist halt noch wichtig, dass ihr beachtet, wenn ihr zum Beispiel so einen gemusterten Stoff habt wie ich, dass ihr an der richtigen Kante zusammennäht. Ich nähe jetzt hier an der gezeigten langen Kante zusammen, und zwar mit einem geraden Stich. Ja, ich zeige hier noch mal ganz kurz, wo ich zusammengenäht habe. Dann können wir im Anschluss das Ganze aufklappen und wie folgt falten. Im Anschluss wird dann das Ganze wieder mit Klammern fixiert. Dabei ist zu beachten, dass hier auch Naht auf Naht liegt. Ja, jetzt wird nun ringsherum mit einem geraden Stich zusammengenäht. Außer am Innenstoff, da lasst ihr bitte eine Wendeöffnung von ca. 6 bis 8 cm, wodurch das Stück später gewendet werden kann. Fertig genäht sieht dann das Ganze so aus. Damit sich der Stoff dann später besser um die Ecken legt, schneiden wir diese noch ab. Dabei bitte wieder vorsichtig, damit ihr die Naht nicht einschneidet. Im Anschluss könnt ihr dann die Tasche durch die Wendeöffnung wenden. Die Ecken stülpe ich jetzt noch mit einem spitzen Gegenstand aus. Ich nehme hierfür einfach meine Schere. Gewendet sieht dann das Ganze so aus. Jetzt ist die Tasche auch schon fast fertig. Am Innenstoff befindet sich noch die offene Wendeöffnung. Hier gehe ich einfach mit der Nähmaschine mit einem geraden Stich knappkantig drüber. Ihr könnt aber auch gern den Matratzenstich wählen. Da es sowieso auf der Innenseite ist, ja, ist es eigentlich egal. Ja, die Wendeöffnung ist nun verschlossen. Ich habe das Ganze auch noch mal gebügelt, damit alles schön glatt ist. Jetzt können wir den Futterstoff reinstecken.
und dann anschließend einmal umkrempeln. Das Täschchen könnte man jetzt einfach so lassen. Ich habe mich aber dafür entschieden, noch einen Druckknopf anzubringen, den ich gleich jetzt noch einschlagen werde. Das fertige Täschchen sieht dann so aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.